Ho! Hallo und herzlich willkommen bei Rhinoworks. Seit meinem letzten Video ist einige Zeit vergangen, tut mir leid, ich hatte einfach im Job ziemlich viel zu tun. Dafür gibt es jetzt wieder mal ein bisschen ein größeres Projekt. Der Frühling steht vor der Tür und auf meiner Terrasse sieht es momentan ziemlich leer aus. Wir haben nämlich vor kurzem unsere alte IKEA-Lounge entsorgen müssen, weil die einfach total durchgerottet war. Hier habe ich Schweizer Berglärche von der Sägerei gekauft und damit werden wir hoffentlich eine coole Gartenlounge bauen. Das ganze Holz hat mich doch ein bisschen was gekostet, von daher wäre es gut, ich würde das Ganze nicht verkacken. Darum habe ich mir im Vorfeld diese Zuschnittliste gemacht und einen genauen Plan. Und in einem ersten Schritt geht es darum, sehr, sehr viele Teile zuzuschneiden. Gehen wir es an. Das ist mir auch noch nicht passiert. Die Balken sind so dick, 70 x 70 mm, dass das Sägeblatt der Kappsäge im Gärungsschnitt nicht ganz durchgeht. Da habe ich also noch ein bisschen Handarbeit vor mir. So, damit werden mal alle Balken zugeschnitten. Die Bretter, die wir für die Sitzfläche brauchen, werden wir später zusägen. Im Endeffekt soll das Ganze übrigens ein Sessel und eine Sitzbank geben, später auch noch einen Tisch. Das werde ich aber in einem separaten YouTube-Video abhandeln. Man könnte hier fast sagen, es ist ein bisschen das größte Projekt, das ich bisher angegangen bin. Darum habe ich mir auch etwas noch dazu gekauft. Und zwar wäre das einerseits dieser Bohrständer von Milescraft. Ich werde die großen Balken nämlich nur schwer unter meine Tischbohrmaschine bringen, darum habe ich das hier gekauft. Und dazu auch noch diese Zapfenschneider von ENT. Damit werde ich dann die großen Bohrlöcher, die ich mache, zustopfen. Das Ziel ist wirklich, dass ich am Schluss keine einzige Schraube sehen werde. Gehen wir es an. Bei diesen Eckverbindungen müsst ihr natürlich aufpassen, dass die Löcher nicht auf der gleichen Höhe liegen, weil sonst kommen sich die Schrauben in die Quere. So, die Teile für den Rahmen sind jetzt alle gebohrt. Als nächstes werden sie verleimt und mit diesen Riesendingern hier verschraubt. Das machen wir allerdings erst morgen. Es ist schon ziemlich spät geworden. Ich hoffe, ihr bleibt dran. So, die Seitenteile für Sessel und Sitzbank sind fertig. Als nächstes brauchen wir die Querbalken für die Rückenlehne und für die Sitzfläche. Bei der Sitzfläche kommt zusätzlich ein Falz dran, wo dann später die Bretter reingelegt werden und das machen wir mit der Tischkreissäge. So, damit wären die Rahmen fertig. Ich habe euch jetzt ein bisschen mehr vom Sessel gezeigt als hier von der Bank. Das macht aber gar nichts. Die Bank ist genau gleich aufgebaut wie der Sessel, mit dem einzigen Unterschied, dass ihr hier ein bisschen längere Balken habt. So, für heute reicht es mir wieder mal. Es ist schon ziemlich spät geworden.
Morgen werden wir dann noch die Bretter für die Sitzfläche zusägen und anschrauben. Und dann müssen wir noch ein paar Sachen für die Oberflächenbehandlung machen, sprich mit dem Abrundfräser ein bisschen arbeiten, schleifen und das Ganze noch wetterfest machen. Und dann sind wir schon fertig. Und damit wäre auch dieses Monsterprojekt abgeschlossen. Kleines Fazit dazu: sicher mein anspruchsvollstes Projekt, das ich bis jetzt in Angriff genommen habe. Hat mir aber wieder extrem Spaß gemacht und ich konnte mega viel dabei lernen. Traut euch da ruhig ran, auch wenn ihr Anfänger seid, so wie ich. Man fängt einfach mal damit an, baut Teil für Teil zusammen und irgendwann steht das ganze Ding dann. Ich werde es jetzt erstmal auf meine Gartenterrasse schleppen und für euch ein paar Beauty-Shots machen. Unterdessen würde es mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen da lasst und was Nettes in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.